ich hatte vor gut 15 Jahren einen schweren Arbeitsunfall, wo mir das rechte Knie in 4 Teile gebrochen ist. Dieser Arbeitsunfall fand blöderweise in Marokko statt und so war dann auch die medizinische Versorgung. Das heißt, allernotdürftigste Versorgung. Ich kann wieder laufen mit dem Knie, aber es ist nicht gut, es schmerzt ständig. Es hat auch eine Lageveränderung des Unterschenkels gegeben und dadurch ist der ganze Gehapparat falsch. Mit der Folge, dass ich in beiden Fußgelenken und in beiden Kniegelenken, mittlerweile auch in Hüftgelenken Schmerzen habe. Dr. Wiechert hat mir angeboten, an meinen Schmerzen Linderung zu finden, indem er mir mit Sanakin helfen wollte. Das habe ich dann probiert, weil ich auch neugierig bin. Wir haben Injektionen gemacht ins linke Knie, weil das linke durch die ständige verkehrte Laufen am rechten mehr geschädigt ist als das rechte durch den Unfall. Und wir haben Injektionen in beide Fußgelenke gemacht, weil auch die Fußgelenke, Sprunggelenke extrem schmerzten. Gut, wir haben die Behandlung im Oktober gemacht und es ist in jedes dieser Gelenke einmal gespritzt worden und ich bin bis heute noch schmerzfrei in all diesen 3 Gelenken. Das finde ich schon optimal. Sowas macht schon Spaß. Die Behandlung als solche ist ja, nichts Aufregendes. Es wird Blut abgenommen und dann trifft man sich nachmittags, also morgens früh wird Blut abgenommen und dann trifft man sich nachmittags mit dem Arzt wieder und dann wird die Injektion vorgenommen, nachdem er das Blut behandelt hat und was extrahiert hat. Und das wird in die betroffenen Stellen, in die schmerzenden Stellen eingespritzt und anschließend mit Laser nachbehandelt. Das heißt, es wird der Laseroptik eingeführt und Laserlicht in verschiedenen Farben wird nacheinander eingeleitet und das bewirkt da etwas, was ich nicht erklären kann. Das weiß der Arzt sicherlich besser, der kann es auch erklären. Auf jeden Fall hat es geholfen und ich bin meine Schmerzen los und ich hoffe, dass das auch noch eine Weile anhält. Falls es wiederkommt, dann bin ich durchaus dabei, nochmal so eine Therapie zu machen. Ja gut, ich habe also 25 Jahre lang Squash auf relativ hohem Niveau gespielt und irgendwann ist es natürlich passiert, dass mein linker Innenmeniskus sich gespalten hat. Ich hatte 3 Entscheidungsmöglichkeiten, entweder lasse ich es operieren und verabschiede mich trotzdem von der Squashplatte, weil ich dann auch mit so einem Viertelmeniskus sicherlich nicht mehr auf den Squashplatz gehen sollte. Oder ich lasse mich nicht operieren, höre natürlich auch auf mit Squashen und freue mich irgendwie mit dem gespaltenen Meniskus an im Alltagsleben. Oder ich nehme halt diese Sanakin-Therapie bei Dr. Wiechert und habe einfach zumindest die Hoffnung gehabt, dass ich wieder auf den Squashplatz gehen kann. Ja, die Therapie habe ich 5-mal durchgeführt, dann habe ich Muskelaufbau betrieben, um das Knie zu schützen und nach einem Jahr war ich dann wieder auf der Squashplatte. Alles ist gut. Zwischen den Gelenken, da ist keine Masse mehr, ist nichts mehr. Der Orthopäde hat zu mir gesagt, ich laufe auf Felge. So, und damit da ein bisschen was dazwischen kommt wieder, damit das alles nicht mehr so schmerzhaft ist, wenn man länger läuft. So, wenn ich so ein paar 100 Meter laufe, dann merke ich, dass da nichts mehr zwischen ist. Und darum die Therapie. Ja, die Probleme waren also so, dass ich Arthrose im rechten Knie habe, eine starke Abnutzung in der rechten Innenseite, so dass ich also Schwierigkeiten und Schmerzen hatte beim Laufen und vor allen Dingen bei Treppensteigen, so dass ich praktisch das rechte Bein nachziehen musste, um überhaupt hochzukommen. Und dann haben wir ja im März ungefähr so 5-mal diese Sanakin-Anwendung gemacht und seitdem kann ich also wieder vernünftig laufen, kann Gartenarbeit machen und kann die Treppe vernünftig hochlaufen, ohne großen Problemen. Also schmerzfrei, kann man sagen. Die Schulter etwas besser liegen, was vorher gar nicht möglich war. Wenn die Flaschen nicht so sehr fest sind, kann ich sie inzwischen aufdrehen, was vorher gar nicht ging. Bevor mit der Behandlung begonnen worden ist, konnte ich meine Hände knapp abtrocknen. Ich durfte die nur abtupfen. Und nach mehreren Behandlungen ist es jetzt so, dass ich meine Hände wieder abtrocknen kann und ich habe weitaus weniger Schmerzen.